Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute kommen wir zum letzten Übersichtsvideo der klassischen Legoland-Stadt. Ich habe euch die 22 Legoland-Sets aus den Jahren 1980 und 81 und die neue Polizeistation von 83 zu einer Stadt zusammengestellt. 1980 war das Jahr, in dem die neuen Scheinwerfersteine den Kühlergrill der Autos verschönerten und die großen 21 mm Lastwagenreifen herauskamen. Es ist noch früh am Morgen in unserer Legoland-Stadt. Im Schlafzimmer vom Sommerhaus am Stadtrand öffnen sich gerade die Fensterläden. Im Einzelbett schläft eine Frau. Sie macht die Nachttischlampe an und steht auf. Sie geht ganz verschlafen in die Küche, nimmt sich das Frühstück aus dem Kühlschrank, eine Kaffeetasse aus dem Geschirrregal und macht sich am Herd einen guten Morgenkaffee. Sie geht durch die Haustür hinaus in den Garten und setzt sich an den Gartentisch unter den Sonnenschirmen, in den Drehsessel und genießt im Blumengarten den schönen Sommermorgen. Ihr Mann ist weniger entspannt. Er muss dringend zur Arbeit und der Wagen will einfach nicht anspringen. Er ruft den Abschlepper, das Auto muss in die Werkstatt. Der gelbe Abschlepper zieht das Auto über die Straßen quer durch die ganze Legoland-Stadt bis zur blauen Autowerkstatt. Der Abschlepper wendet und stellt das Auto gleich in die Reparaturwerkstätte. Der Mechaniker steigt aus und wird sich den Wagen gleich ansehen. Er holt sich das Werkzeug, hängt das Auto vom Abschlepphaken ab und hebt das Auto mit dem Wagenheber hoch. An der Unterseite ist alles in Ordnung. Dann macht er die Motorhaube auf und sieht auch gleich schon den Fehler. Das Auto kann gar nicht anspringen, denn es hat überhaupt keinen Motor unter der Haube. Als Kind habe ich da immer 2 graue runde Platten als Zylinder eingebaut, um einen Motor zu simulieren. Jetzt ist der Wagen repariert und wir können ihn mit dem Wagenheber wieder herunterlassen. Der Mechaniker schreibt im Büro die Rechnung und der glückliche Autofahrer kann wieder mit seinem Wagen weiterfahren. Er steigt ins Cabrio ein und fährt gleich zur Tankstelle. 1981 gab es 2 neue Shell-Zapfsäulen mit einer Tankwartin. In der Mitte steht die Weltraumpistole als Werkzeug. Die Zapfpistolen sind die neuen Feuerwehrschläuche. In diesem Jahr kam auch der Shell-Abschlepper heraus mit dem neuen Lastwagenkabinendach. Bei dieser Packung war aber überhaupt keine Figur dabei. Mit den Autotüren und dem aufklappbaren Dach kann der Fahrer bequem in die Kabine einsteigen. In Amerika gab es den Exxon-Abschlepper mit einem Sportwagen. Es war nur eine einzige Figur dabei. Auf dem Autositz liegt ein einzelner blauer Motorradhelm. Der Mechaniker ist gleichzeitig der Rallyefahrer. Das kleine Auto hat einen Aufkleber auf der Motorhaube, aber man kann die Motorhaube nicht aufklappen. Eine ähnliche Farbgebung mit diesem blau-roten Streifen hat auch das Go-Kart mit dem Rennfahrer.
In Amerika gab es 1980 die Exxon-Tankstelle mit Geschäft, 2 Tankstellenüberdachungen, 4 Zapfsäulen und rechts neben dem Geschäft hinter einer Mauer eine Hebebühne für die Werkstätte. Es waren 2 Autos dabei. Das gelbe Cabrio heben wir jetzt mit dem Wagenheber hoch, damit es der Mechaniker warten kann. Es fehlt natürlich wieder der Motor, aber wir wissen, wie man ihn repariert. Es gibt 2 Tankstellenüberdachungen mit 4 Zapfsäulen. 1980 noch mit den alten, dicken Schnüren als Treibstoffschläuche. Die amerikanischen Autos haben rechts einen Lampenstein als Tankstutzen. Während dem Tanken kann der Mechaniker das Öl wechseln, den Reifendruck kontrollieren und wenn nötig auch die Reifen wechseln. Bei einer amerikanischen Tankstelle läuft jedes Service ab wie ein Boxenstopp. Und der Cowboy kann mit seinem roten Auto frisch gewartet und vollgetankt wieder weiterfahren. Im Hintergrund sehen wir das Verkaufsgebäude mit dem großen Schaufenster. Drinnen sehen wir einen Schreibtisch mit Karteikarte und einen Bürostuhl. Links an der Wand hängt eine Straßenkarte von der Legolandstadt. Am Boden stehen 2 Öldosen zum Verkauf. Der Kunde wird von der freundlichen Tankwartin zur vollsten Zufriedenheit bedient. Das Schaufenster stammt noch von den alten Puppenwohnungen. Von der Tankstelle kommt man direkt in die legendäre amerikanische Hauptstraße mit Autohaus und Legoland Hotel. Am Straßenrand gibt es einen Popcornstand mit Sonnenschirmen, der vom Koch bewirtschaftet wird. Und links daneben eine Straßenbank, auf der sich die Frau ausruhen kann. Der amerikanische Polizist mit dem Funkgerät hat natürlich eine schwarze Mütze. Hinten rechts steht das große Autohaus mit einem großen Aufkleber als Firmenschild. Der immer gleiche blaue Standardgeschäftsmann, der in den verschiedenen amerikanischen Sets vorkommt, sieht im Schaufenster das neue Auto und geht in das Geschäft hinein. Er bewundert das schöne neue gelbe Cabrio, das im Raum ausgestellt ist. Er probiert die verschiedenen Funktionen aus und schaut sich das Werbematerial an, das auf dem Verkaufstisch ausgelegt ist. Im ersten Stock über dem Ausstellungsraum gibt es das Büro. Links ein kleiner Tisch mit 2 Drehsesseln und einer Karteikarte, rechts ein Computer. Hier kann unser Geschäftsmann den Autokauf verhandeln und den Vertrag abschließen. Er verhandelt einen guten Rabatt heraus und kann den Ausstellungswagen auch gleich mitnehmen. Er stellt ihn vom Schaufenster hinaus auf die Straße, steigt ein und macht gleich eine erste Probefahrt. Er wendet auf der Straße und fährt weiter zum Legoland Hotel. Das ist das nächste Gebäude nebenan in der Hauptstraße. Der Geschäftsmann wundert sich über die große Baustelle vor dem Hotel. An der Rezeption wird er vertröstet. Alle 2 Zimmer sind gerade mit Bauarbeitern belegt. Er möchte doch bitte ein anderes Mal wiederkommen. In der Zwischensaison wird das Hotel nämlich qualitativ erweitert und um 2 Zimmer aufgestockt. Der große Turmdrehkran ist vor dem Hotel schon aufgebaut. Die Bauarbeiter kommen mit dem kleinen Lastwagen und sichern die Baustelle ab. Mit einem roten Absperrgitter und einer Warnlampe und mit 2 Verkehrsschildern. Bei der Baustelle sind 4 Arbeiter beschäftigt.
Der große Turmdrehkran steht auf Laufschienen, die genauso wie das Hotelschild aus 4 Abdeckungen vom Bahnübergang bestehen. Unten im Gewicht ist die Seilwinde eingebaut. Das Seil läuft über den Ausleger und man kann den Kran beliebig nach links und rechts verschieben, um den Kranhaken genau in die Last einzuhängen. Die Arbeiter haben sich jetzt genug in ihren Zimmern ausgeruht und steigen auf das Dach hinauf, um das alte Hotelschild abzumontieren. Der Kranführer steigt in seinen schwindelerregenden Arbeitsplatz hinauf, hoch oben in der Kranführerkabine. Die Arbeiter gehen mit einem großen Schraubenschlüssel ans Werk, montieren das Hotelschild ab und wir befestigen es am Kranhaken. Wo man den Haken nicht einhängen kann, kann man die Teile gut an die 2 Noppen seitlich am Haken anklemmen. Wir lassen das Hotelschild vorsichtig auf den Boden hinunter und legen es in das Materiallager. Wir brauchen es nämlich später wieder, wenn der Umbau abgeschlossen ist. Die Arbeiter bauen am Dach die weißen Simse ab, stapeln sie sauber zusammen und der Kran hebt sie hinunter ins Materiallager. Das alte schwarze Dach bleibt, es wird die neue Decke vom 2. Stock. Die Fertigbauteile für das neue Stockwerk sind schon alle vorbereitet. Vorne brauchen wir 2 weiße Säulen als tragendes Gerüst. Sie werden vom Kran hochgehoben und passgenau eingesetzt. Zuerst die erste Säule und dann die zweite. Die Wände sind Fertigbetonplatten. Die Spitze des Kranhakens können wir gut in ein Fensterscharnierloch einhängen. Für das ganze Stockwerk brauchen wir 4 gleiche blaue Wandelemente mit fertig eingebauten weißen Fensterrahmen. Die Arbeiter helfen dabei, die Wandelemente einzupassen. Zum Schluss fehlt nur noch das 4. Wandelement, das wir jetzt hochheben und einsetzen. Dann hängen wir die Decke an den Kranhaken, heben sie hoch, richten die Noppen der Wandelemente aus und drücken die Decke schön fest. Am Ende brauchen wir auch wieder die weißen Platten als Simse vom Vordach. Wir können wieder die alten verwenden, die wir zu Beginn abgebaut und auf die Seite gelegt haben. In die leeren weißen Fensterrahmen kommen noch die roten Fensterflügel. Der Lastwagen bringt die Fenster herbei, ein Arbeiter hilft beim Abladen. Der Kran hebt die Fenster hoch und der Monteur setzt sie in die Fensterrahmen ein. Ich werde ihm dabei ein wenig helfen, dann sind wir schneller fertig. Zum Schluss heben wir noch das Hotelschild auf das Dach und der Umbau ist abgeschlossen. Der Kranführer steigt aus seiner Kabine aus und steuert den Kran jetzt von unten an der Seilwinde. Die Arbeiter bauen den Kran ab, sie heben die Kabine herunter, laden sie auf den Lastwagen und transportieren sie ab. Den Ausleger klappen wir zusammen und bauen den ganzen Kran ab. Beim Originalset wird eine Kranschiene als Hotelschild gebraucht. Zum Schluss räumen die Arbeiter das letzte Werkzeug zusammen, entfernen die Absperrungen und laden die Verkehrszeichen auf den Lastwagen. Das umgebaute Hotel kann jetzt wieder eröffnet werden. Es gibt eine kleine Eröffnungsfeier mit Popcorn.
Unser Geschäftsmann mit dem neuen gelben Auto kann jetzt wieder vorbeikommen. Er fährt mit seinem Cabrio direkt in die Einfahrt, unter dem Vordach mit der Flagge, steigt aus dem Wagen, geht durch die Eingangstür in das Hotel und bekommt ein schönes Zimmer im neu dazugebauten Stockwerk. Von dieser einzigartigen Baustelle mit den vielen Spielfunktionen kommen wir jetzt zu den 4 kleineren Baustellenfahrzeugen von 1980. Der kleine blaue Traktor mit Anhänger ist mit den neuen großen Gummireifen ausgestattet, dem neuen Autositz, den verschiedenen Werkzeughaltern, als waagrechte Ösen für die Scheinwerfer, als senkrechte Klauen für das Werkzeug und auch im Absperrungsbügel kann man Werkzeug einstecken. Die alten Verkehrszeichen mit ihrem kreuzförmigen Querschnitt passen auch in die neuen Halter. Als zweites Baustellenset gibt es den neuen dreiachsigen Muldenkipper mit den großen 21 mm Reifen. Er hat ein neues Formteil für die Kippmulde. Der Armbagger hat die alte Greifschaufel mit Federzug von 75 und jeweils 2 graue Weltraumpistolen sind als verstellbare Stützen eingebaut und 2 schwarze in der Kabine als Schalthebel. Die verschiedenen Rundsteine als Auspuff und Blinklicht haben seit 80 ein Loch in der Noppe. Das 4. Baustellenfahrzeug ist der Radlader mit dem alten Frontlader und einer neuen Aufstiegsleiter als Kühlergrill. An der Rückseite hat der Radlader 2 Halter für das Werkzeug. 1980 gab es zum Baustellenthema ein Doppelstraßenplatten-Sonderset mit einem Bauhof mit Doppelgarage mit den seltenen roten Rolltoren. Dieses Set habe ich mir vor 3 Wochen in Illinois bestellt. Wenn es nicht im Zollchaos hängen bleibt, kann ich es euch nachträglich zeigen, wenn es in 3 Wochen ankommen wird. Im letzten Teil des Videos schauen wir uns noch die Einsatzkräfte an. Zuerst die Rettung, die 1980 eine neue Arztpraxis als Erste-Hilfe-Station für die Notärztin bekommen hat. Es ist ein Notarztwagen dabei und ein Mitarbeiter mit Funkgerät, der in der Station einen Schreibtisch als Sprechstundenhilfe und Einsatzleitung hat. Mit Drehsessel, Funkgerätehalter und einer Karteikarte. Die Ärztin mit dem Stethoskop hat einen Drehsessel bei der Untersuchungsliege. Bei keinem Rettungsset waren Patienten dabei. Deshalb muss sich jetzt der Mitarbeiter untersuchen lassen. Im Untersuchungsraum hinter den Glasfenstern mit Sichtschutz legt er sich auf die Untersuchungsliege. Im Büro gibt es an der Wand eine Tafel für den Sehtest. Bei der Erste-Hilfe-Station ist ein Notarztwagen dabei, mit roten Türen, mit schräger Motorhaube, hinten eine kleine Ladefläche und auf der Rückseite ein Halter für das Funkgerät. 1981 gab es einen neuen Notarztwagen als Einzelset mit weißen Türen, Motorhaube zum Aufklappen, hinten ohne Ladefläche und ohne Funkgerätehalter. Und auch an der Windschutzscheibe gibt es keinen Querbalken für die Blaulichter. Über der Stadt fliegt der große Rettungshubschrauber mit einer Lastwagenkabine. Der Pilot hat ein normales Lenkrad als Steuer. Im Laderaum sitzt ein zweiter Sanitäter mit rotem Helm hinter dem Zaun. Die neuen bedruckten dünnen Wandelemente schaffen im Laderaum Platz für eine Patientenliege.
Der Rettungshubschrauber bringt gerade einen Patienten und muss ihn in der Stadt dem Rettungswagen übergeben. Er landet auf der Kreuzung. Der Pilot steigt aus, öffnet am Heck die Türen zum Patientenraum und zieht die Liege heraus. Vorn und hinten gibt es 2 Haltegriffe und in der Mitte weiße Fliesen als Leintuch. Der Patient muss jetzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Hier kommt der Rettungswagen auch schon um die Ecke gefahren. Der Fahrer steigt aus. Genauso wie beim Rettungshubschrauber hat auch der Rettungswagen die neuen Wandelemente, 2 davon mit transparent bedruckten Fenstern. Im Patientenraum ist die Krankentrage, aber es ist kein Platz für die zweite Sanitäterin. Diese muss sich während der Fahrt auf die Liege legen. Die Luftrettungskräfte laden jetzt den Patienten in den Rettungswagen ein und wir können ihn zur Untersuchung in die Erste-Hilfe-Station bringen. Das war in diesen Jahren das einzige Krankenhaus, das es bei Lego gab. Neben dem Landeplatz für den Rettungshubschrauber steht die Feuerwache. In der Garage wartet der Feuerwehrmann die Fahrzeuge. In der Einsatzleitzentrale hinter der Eingangstür sitzt eine Mitarbeiterin am Schreibtisch auf dem Drehsessel. Im 1. Stock gibt es einen Aufenthaltsraum mit einem Bett und einem Drehsessel, wo sich die Feuerwehrleute ausruhen können. Die 2 Garagen haben transparente Rolltore. Wir nehmen jetzt den Wagen 1 aus der Garage und stellen ihn auf den eingezeichneten Parkplatz. Es ist ein Vorauslöschfahrzeug mit einer Schlauchhaspel auf der Ladefläche. Am Dachträger gibt es auf der Seite einen Halter für das Strahlrohr und auf der anderen Seite einen Halter für die Feuerwehraxt. Mirko von MSN 1149 hat mir dabei geholfen, die passenden Namen für die Fahrzeuge zu finden. Ich möchte ihn bei dieser Gelegenheit herzlich grüßen. Das Fahrzeug Nummer 2 haben wir als Kombinationslöschfahrzeug identifiziert. Auf der rechten Seite haben wir einen Geräteraum mit einer Atemschutzausrüstung, die wir dem Feuerwehrmann jetzt auch gleich anlegen. Und daneben hängt die Feuerwehraxt. Dahinter haben wir wieder eine Schlauchhaspel wie beim Vorauslöschfahrzeug. Auf der rechten Seite gibt es hinter den Geräteraumtüren eine große Armaturentafel und dahinter die Aufstiegsstufen für die Drehleiter. Eine Drehleiter so hoch oben am Fahrzeugdach ist eigentlich unüblich. Die Lego-Modelle können in dieser 4 Noppen breiten Kleinheit nicht besonders detailliert und realistisch sein. Es geht hier um das Spielvergnügen und die Fantasie. In dieser Zeit hatten alle Lego-Feuerwehrleute schwarze Helme. Nur der Ortswehrleiter war an seinem weißen Helm gut erkennbar. Er fährt mit einem kleinen Quad. Als weiteres Einzelset haben wir hier ein geländegängiges Vorauslöschfahrzeug mit großen Lastwagenreifen. Wahrscheinlich soll das ein Unimog sein. Auf der Ladefläche hat er wieder die neue Schlauchhaspel und darüber gibt es einen Dachträger. Hinter der Kabine auf beiden Seiten haben wir einen Halter für das Strahlrohr und für das Funkgerät. 1980 hatte die Feuerwehr immer noch Aufkleber am Oberkörper, auf den Fahrzeugtüren und am Kühlergrill. Als einziges Feuerwehrset von 1980 gibt es diese Teleskopmastbühne auf einem Auflieger.
Wir haben die neuen Lampensteine als Scheinwerfer, die Werkzeughalter den Bügel und die Weltraumpistolen als Stützen. Aber es gab damals noch nicht die neue Leiter, und die Feuerwehrmänner hatten bei diesem Set noch die alten Aufkleber ohne Kragen und mit dem grauen Gürtel. Mit den 2 Scharnieren können wir die Teleskopbühne hochheben und mit dem Drehteller 360 Grad um die eigene Achse drehen. Links und rechts am Teleskoparm gibt es 2 Halter für 2 Feuerwehräxte. Die Feuerwehrübung mit den neuen Geräten und die Landung des Rettungshubschraubers haben ein Verkehrschaos verursacht. An der Kreuzung stellt der Polizist mit dem Kastenwagen Absperrungen auf. Links und rechts von der Kabine ist ein Halter für die Kelle und ein Funkgerät. Der Kastenwagen hat 3 Laderaumtüren und der Polizist nimmt jetzt die 2 roten Verkehrskegel mit Blinklichtern aus dem Laderaum und stellt sie auf die Straße. Aus der hinteren Laderaumtür nimmt er die Absperrung heraus. Die Polizeistation von 1983 ist viel zu neu und gehört nicht in die Stadt von 80 und 81 hinein. Ich habe sie zum Schluss hier noch dazugestellt, weil ich sonst keine anderen Stadtsets ab 82 habe. Im 1. Stock ist die Einsatzleitzentrale mit Telefon- und Computerterminal. Im Erdgeschoss gibt es hinter der Eingangstür einen weiteren Computerarbeitsplatz und links daneben eine Arrestzelle mit einer schmalen Ablage an der Wand und einer schmalen Liege für den Gefangenen. 1983 haben wir schon das neue Motorrad, das hier unter der Überdachung des Zwischenbaues geparkt ist. Mit Windschutzscheibe und mit Seitentaschen am Gepäckträger mit Polizeiaufschrift. In der Garage mit dem Rolltor steht der Streifenwagen. Er hat das neue schmale Dachscharnier, das auf der Heckscheibe aufgesteckt ist. Und die Blaulichter sind auf 2 Jumperplatten. Der Mitarbeiter kommt durch die Eingangstür heraus und geht auf den Hubschrauberlandeplatz. Er nimmt die 2 Leuchtkellen von der Wand, weil der Hubschrauber gleich landen wird. Der Hubschrauber hat ein Cockpit mit einer umgekehrten Windschutzscheibe und ist oben mit einem neuen schmalen Dachscharnier befestigt. Im Cockpit gibt es eine Jumperplatte mit einer schwarzen Weltraumpistole als Steuerknüppel. An den Werkzeughaltern links und rechts hängen das neue Megafon und das alte Funkgerät. Auf der Seite gibt es 2 Aufstiegsleitern, die wahrscheinlich den Kühlergrill des Motors simulieren sollen. Und am Rotor und am Heck gibt es an Haltern Antennen und Weltraumpistolen zur Dekoration. Der Pilot hat dieselbe Lederjacke mit Reißverschluss wie der Motorradfahrer. Damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Eigentlich hätte ich damit die Legoland-Stadt abgeschlossen. Aber wie ich euch schon angekündigt habe, erwarte ich noch 2 Doppelstraßenplatten-Sondersets, die ich kürzlich bestellt habe. Einmal den Bauhof 6383 von 1980 und dann noch die niederländische Pannenhilfe 1590 von 1982. Diese Sets werde ich euch später zeigen, wenn sie eingetroffen sind. Und dann möchte ich euch noch mit einer neuen Entscheidung überraschen. Ich werde nun doch ein bisschen Bewegung in die 80er-Jahre-Stadt bringen und mit der grauen Eisenbahn von 1980 starten. Ich habe mir schon alle 6 Lokomotiven des ersten Jahres bestellt.
Einige Pakete sind inzwischen auch schon eingetroffen. Wenn sie alle angekommen sind, werden wir gemeinsam die Pakete auspacken und die graue Eisenbahn von 1980 zusammenbauen. Am nächsten Freitag geht es inzwischen weiter mit einer vollkommen neuen Legoland-Themenwelt, nämlich dem klassischen Weltraum von 1978 bis 1981. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!